So gut wie niemand weiß, wie man seine psychischen Probleme selber heilen kann. Nicht verwunderlich, dass man dann Hilfe braucht. Macht nichts. Hier schauen wir uns an, was hinter deinen Problemen steckt, damit es dir bald wieder besser geht. Es klingt fast so schön, um wahr zu sein. Eine Methode, die schnell und einfach körperliche und psychische Probleme löst. Das gilt auch für Diagnosen, die schon lange bestehen und bei denen viele Lösungsansätze versagt haben. Der Jägercode gilt als Selbsthilfemethode, mit der es möglich ist, Ängste, Phobien, Depressionen und andere psychische Leiden und körperliche Leiden zu überwinden. Viele Menschen stehen gerade in der heutigen Zeit unter immensen Stress, unter einem so hohen Leidensdruck. Dieser Druck kann nicht nur unterschiedliche Ursachen, sondern auch verschiedene Auswirkungen auf deinen Körper, aber vor allen Dingen auf deinen Geist haben. Es gibt viele Therapieansätze, die diese Beschwerden auflösen und deine Gefühle wieder ins Gleichgewicht bringen können. Aber eins ist wichtig zu wissen. Einer dieser Methoden ist der Jägercode. Denn manchmal ist es doch so, sagen wir uns doch mal ehrlich, dass vieles einem bewusst ist in uns selber. Also man weiß genau, was man eigentlich dauerhaft bei uns selber verändern will, aber man schafft es einfach nicht. Dieses Ziel zu erreichen, ist für die allermeisten Menschen das Wichtigste von allen, aber sie kriegen es einfach in der Umsetzung nicht hin. Sie scheitern immer wieder, sie probieren es immer wieder und scheitern immer wieder aufs Neue. Die Methode wurde vom Professor Dr. Edwin Jäger entwickelt. Ihm ist während seiner Arbeit als Therapeut eines bewusst geworden. Und das ist Folgendes: Dass der Mensch aufgrund von sogenannten Konditionierungen, die sich im Laufe des Lebens bei uns alle gebildet haben, oftmals an seine eigenen Grenzen kommt. Das heißt, man ist sich zwar seinen eigenen Problemen, einer störenden Verhaltensweise, egal welche, bewusst, aber dennoch ist es nicht möglich, anders darauf zu reagieren, wie man es eigentlich gerne möchte. Du kennst es bestimmt, der Griff zu der Zigarette, obwohl der Wunsch besteht, ich will nicht mehr rauchen. Auf eine bestimmte Situation zu reagieren, zum Beispiel immer auf die gleiche Weise, immer und immer wieder mit Angst- und Panikattacken zu reagieren, obwohl man weiß, wie Panik funktioniert, und trotzdem reagiert man immer wieder auf die gleiche Art und Weise. Der Herr Professor Norbert Preetz erklärt den Jägercode folgendermaßen, ich zitiere: Der Jägercode ist eine hypnotische Methode, die höhere Intelligenz des Menschen nutzt, um tiefliegende, verborgene Ursachen von Krankheiten aufzudecken und dann zu heilen. Neben dem Bewusstsein und dem Unterbewusstsein verfügt jeder Mensch über eine höhere Intelligenz, aber kaum jemand von uns weiß darüber Bescheid. Die höhere Intelligenz wird im Jägercode Zentrum genannt. Dieses Zentrum kann mit unglaublicher Schnelligkeit die Hintergründe einer Erkrankung bei uns finden und dann auflösen. Wenn wir in unserer frühen Kindheit Dinge erlebt haben, die für uns traumatisierend und sehr prägend waren, wie beispielsweise in der Not von den Eltern allein gelassen worden zu sein, entwickeln wir als Menschen sehr negative Glaubenssätze. Die können unter anderem sein: ich bin wertlos, ich bin schuldig oder ich bin nicht gut genug. Und lass dir mal eins gesagt sein: So gut wie niemand von uns schafft es aus der Kindheit wirklich immer vollkommen heilend raus. Auch wenn es nur so kleine Dinge sind, sie können uns immer auf irgendeine Art und Weise prägen. All unsere Glaubensmuster liegen bei uns im Unterbewusstsein. Viele sind uns bewusst, aber viele einfach auch gar nicht. Also wir wissen das irgendwie so gar nicht. So ein Glaubenssatz hat eine immense Macht
und kann in deinem Leben viel, viel weitere verschiedene, unterschiedliche Folgen haben. Für mich, für uns alle und so weiter. Das beispielsweise kann der Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug, wenn ich diesen Glaubenssatz habe, zu einem zwanghaften Perfektionismus führen. Dementsprechend wird der Betroffene möglicherweise sehr, sehr, sehr viel arbeiten, was ihn wiederum dann überlastet und dann wieder zum Beispiel zu einem Burnout führen kann. Wir werden dann zum Beispiel Beziehungen vernachlässigen und all das kann letzten Endes dann krank machen, zu Depressionen führen etc. Aber auch Einsamkeitsgefühle, die aus dem Glaubenssatz zum Beispiel herrühren, ich bin wertlos, können zu sehr belastenden Lebensereignissen führen, mit sehr, sehr starken psychischen Belastungen. Schwächen dann wiederum, wenn das passiert, unser Immunsystem, also nur so als Beispiel, und öffnen damit auch körperliche Erkrankungen damit Tür und Tor. Dann kommen diese vielen organischen Beschwerden, die wir Menschen haben, auch diese berühmten Volkskrankheiten, Bluthochdruck, chronische Schmerzen, Magen-Darm, bis hin zu Herzproblemen im Schlimmsten. Die entstehen dann durch diese ganzen emotionalen Beteiligungen. Wenn man die emotionale Belastung findet und sie auflöst, kann man erheblich zur Heilung und zur Prophylaxe beitragen. Und da kann jetzt hier zum Beispiel der Jägercode sehr gut helfen. Im Alltag nutzen wir unseren Verstand, jeder von uns. Das heißt, unser logisches, analytisches Denken. Wir lernen durch unsere Erziehung und vor allem durch die westliche Gesellschaft, dass wir unsere Probleme, die wir im Alltag haben, durch Nachdenken am besten lösen können. Das ist aber eine Illusion, denn jeder von uns kommt sehr schnell, irgendwann mal früher oder später, an seine eigenen Grenzen seines eigenen Verstandes. Tatsächlich ist es sogar so, dass wir nur einen ganz kleinen Teil unserer eigenen geistigen Fähigkeiten nutzen. Das wissen nur die meisten nicht. Der Verstand eignet sich hervorragend für logische Denkprozesse und das predige ich auch immer in meinen ganzen anderen Videos. Aber neue Dinge werden immer mit bisherigen Erfahrungen abgeglichen und daraus entsteht dann eine subjektive Wahrnehmung in uns. Aber damit kann selten etwas Neues erschaffen werden, weil einfach die Objektivität auf die Dinge bei uns dann fehlt, weil wir dazu keine Erfahrung haben. Merke dir eins, im Prinzip sieht jeder das Leben, wirklich jeder, ohne Ausnahme, das Leben praktisch durch seine eigene Brille. Und jetzt kommt die Macht des Unterbewusstseins ins Spiel. Je stärker dein Glaubenssatz mit einem Gefühl gekoppelt ist, desto weniger gelingt es dir, rein aus dem logischen Verstand und deinen Wunsch nach dieser Veränderung, die du gerne hättest, dies dann zu erreichen oder zu schaffen. Gewinnen wird immer dein Unterbewusstsein. Du kannst machen, was du willst. Es gewinnt immer. Schließlich hat es keine neue Richtung, die es sich von dir selber entwickeln kann, wenn die Erfahrung oder der Glaubenssatz nicht geschaltet ist und dadurch entsteht keine Veränderung. Stell dir das Unterbewusstsein wie eine Festplatte vor, auf der ich meine wirklich alle deine Erfahrungen in dir abgespeichert sind. Wenn du dir jetzt dein Alter bewusst machst und darüber nachdenkst, was du seit deiner Geburt alles erlebt hast, dann kannst du dir trotzdem nicht ansatzweise einmal vorstellen, wie viele Erfahrungen da mittlerweile lagern. Und es werden jeden Tag mehr. Im Unbewussten sind also deine gesamten Werte, Glaubenssätze und mit diesen Glaubenssätzen auch die Grenzen von dem, was du erreichen kannst, gesetzt. Und genau das sind also deine Konditionierungen. Du steuerst dein Leben nur mit einem sehr geringen Prozentsatz, circa mit 5%, mit deinem bewussten Verstand. Der Rest wird komplett von deinem Unterbewusstsein übernommen.
Wie willst du dann so einfach das Rauchen zum Beispiel aufhören? Du kannst dir das also so vorstellen, wenn du möchtest. Dein Unterbewusstsein ist wie so eine riesige Bibliothek oder Wikipedia, wie man heutzutage sagt, voller Bücher mit deinen ganzen Erfahrungen, die stehen da alle drin, die du in deinem Leben, die immer gemacht hast. Also zum Beispiel hast du irgendwann mal im Jahre 1985 als Beispiel irgendeine bestimmte Erfahrung gemacht, die dazu geführt hat, dass du heute etwas einfach nicht tun kannst oder auch irgendetwas nicht lassen kannst, obwohl du es eigentlich gerne möchtest. Mit deinem Bewusstsein wirst du dich höchstens an diese Situation damals erinnern. Ja, ich habe das damals so und so gemacht. Das war auch schmerzhaft unter Umständen, aber meistens sind diese Situationen aufgrund des Schmerzes dann total verdeckt und man kann das gar nicht mehr wahrnehmen. Es ist aber trotzdem in uns immer noch eingelagert, so dass du mit deiner Logik niemals da rankommst, obwohl es dir eigentlich klar ist. Und das ist der wahre Grund dann letztendlich, warum wir Menschen dann leiden. Die Jägercode-Methode kann aber dabei uns helfen, genau diese Situation und ihre beteiligten Teile aufzuspüren und dich von diesen Problemen dann zu lösen, indem es mit ihnen in den Kontakt tritt und sie dann rekonditioniert. Und das ohne, dass du deswegen den Schmerz noch einmal erleben musst, wie du ihn einst damals empfunden hast. Der Jägercode richtet sich aber nicht nur an dein eigenes Unterbewusstsein, sondern vor allem an das Überbewusstsein. In jedem von uns steckt diese Bewusstseinsebene, die vor allem immer im Nachhinein dann erkennbar ist. Zum Beispiel, wenn wir über ein Problem tagelang nachdenken oder auch grübeln und wir einfach zu keiner Lösung kommen und sie uns einfach nicht einfallen will. Und dann ist sie mit einem Mal auf einmal da. Kennst du das? Wie aus dem Nichts, obwohl wir wissen, dass es nicht von unserer Verstandsebene kam, ist sie trotzdem da. Also wenn man so möchte, wie eine Art Metabewusstsein. Jeder Mensch, auch du, wird mit geistigen Fähigkeiten geboren, die er von vornherein nutzen kann. Es gibt aber aufgrund von Konditionierungen oftmals in unseren Lebenssituationen, in denen es nicht möglich ist, diese geistigen Fähigkeiten voll und ganz auszuschöpfen. Ja, und hier kommt eine andere Instanz dazu, das höhere Bewusstsein. Sie ist für den Verstand überhaupt 0,0 greifbar und lässt sich mit der reinen Logik überhaupt null erklären. Wie stehst du dazu? Schreib's mal unten in die Kommentare hinein, würde mich freuen. Ne, es ist nämlich folgendes, die reinen rationalen Logiker halten davon natürlich gar nichts. Aber man sagt auch, dass diese angeborene Intuition zum Beispiel aus diesem Teil, also aus dem Überbewusstsein von uns kommt. Diese übergeordnete Intelligenz greift also auf alle deine Anteile an, deines eigenen Inneres, die wie abgekoppelt in deinem Unterbewusstsein liegen und weiterhin an den Verhaltensweisen, Konditionierungen, Glaubenssätzen, im Allen daran dann festhalten, von denen du dich schon längst trennen wolltest. Wenn du mehr über die Intuition wissen möchtest, hier ein Video auf den i, da geht's weiter. Die Jägercode-Methode nutzt also das unterschwellige Wissen und die angelegten, nicht bewussten Potenziale und Fähigkeiten voll, damit wir die Ursachen von Problemen oder Krankheiten identifizieren und auflösen können. Du würdest dich aber während der Sitzung in einem entspannten Zustand befinden. Und du würdest in dieser Sitzung auch vollkommen die ganze Zeit natürlich alles mitbekommen, ne? Also keine Sorge.
Im Coaching oder in der Therapie braucht man mit Hilfe des Jägercodes nicht mal unbedingt eine Analyse oder eine Auseinandersetzung mit dem eigentlichen Thema, das du bearbeiten willst. Das ist ja das Erstaunliche daran. Das ist natürlich vor allem für Personen, die nicht über ihr Problem sprechen können oder wollen, sehr, sehr gut, weil sie vielleicht sagen, ich möchte zu dem Thema einfach mehr Diskretion haben. Genauso wie für diejenigen, die mittlerweile eine Therapieresistenz aus irgendwelchen verschiedenen Gründen entwickelt haben, ist es natürlich auch sehr gut. Im Mittelpunkt stehen die Ursachen. Die Ursache der traumatischen Erfahrungen wirken mit dem Jägercode nach im Zentrum unserer eigenen Psyche. Auch wenn nicht jede Erinnerung unseres Bewusstseins zugänglich ist, ist sie trotzdem vorhanden. Wichtig zu wissen. Und vor allem wirksam. Also herauszufinden, was die Ursachen von Konditionierungen sind, ist einer der entscheidenden Vorgänge während der Hypnose, also des Jägercodes. Hier kann man die Auslöser für Ängste finden, die zum Beispiel ein 40-jähriger Mann hat, weil ihm etwas als 2-jährigen Jungen zugestoßen ist. In aller Regel gibt es mehr als nur eine Konditionierung. Also das ist eigentlich bei fast allen Menschen so. Man kann sich das so vorstellen: alte Einträge in deinem Tagebuch, die irgendwann einmal vorgenommen wurden, also damals, und nie mehr bearbeitet wurden und so bis heute in dir immer noch innen drinnen gelten. Diese Tagebucheinträge zu aktualisieren, so wie ein Update, wie man heute zum Beispiel sagt, ne, heißt, die Konditionierung dann aufzulösen in dem Moment. Denn die Angst, die der 2-Jährige im Tagebuch notiert hat, muss die erwachsene Person, in dem Fall so dieser Mann, nicht mehr haben und damit auch nicht die daraus folgende Konditionierung und die Symptome, die daraus resultieren. Und jetzt bist du vielleicht schon neugierig geworden, wie das Ganze funktioniert. Da geht's hier auf der Endcard weiter. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Dein Juan. Namaste.